Hallo und herzlich willkommen zu unserem Deutschlernvideo. Ich bin Annike und freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, um gemeinsam eure Deutschkenntnisse zu verbessern. In diesem Video konzentrieren wir uns auf 3 wesentliche Fähigkeiten: Hörverständnis, Aussprache und vor allem die mündliche Ausdrucksfähigkeit. Kennt ihr das auch? Ihr versteht Deutsch beim Lesen oder Zuhören ganz gut, aber wenn ihr selbst sprechen wollt, fühlt ihr euch blockiert und unsicher? Keine Sorge, das geht vielen so. Um diese Hürde zu überwinden, werden wir eine ganz besondere und zugleich spaßige Methode anwenden: Shadowing. Dabei hört ihr einem Muttersprachler zu und wiederholt unmittelbar danach, was er sagt, ganz so, als würdet ihr bei einem Karaoke die Worte nachsingen. So imitiert ihr nicht nur den Rhythmus und die Intonation, sondern trainiert auch eure Aussprache. Macht euch bereit, eure Stimme zu erheben, Fehler zuzulassen und dabei eine Menge Spaß zu haben. In diesem Video erzähle ich euch eine Geschichte, die die typischen Schwierigkeiten vieler Deutschlernender aufzeigt. Obwohl wir Deutsch in Texten und Gesprächen verstehen, fällt es oft schwer, spontan und fließend zu sprechen. Die Angst, Fehler zu machen, und das Gefühl der Unsicherheit können uns im Weg stehen. Doch es gibt Hoffnung. Mit regelmäßiger Übung, dem Mut, Fehler zu machen, und einem unterstützenden Umfeld können diese Hürden überwunden werden. Unsere Geschichte zeigt 4 inspirierende Personen, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind, um ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Dabei erfahrt ihr, dass es nicht darauf ankommt, perfekt zu sein, sondern dass jeder kleine Fortschritt zählt. Die zentralen Figuren unserer Erzählung sind Tobias, Anna, Lukas und Sabine. Ihre Geschichten werden euch motivieren, dran zu bleiben und immer wieder Neues zu wagen. Geschichte von Tobias. Tobias ist ein engagierter Mitarbeiter in einem internationalen Unternehmen. Obwohl er Deutsch gut versteht und auch fließend liest und schreibt, gerät er in Meetings oft in Verlegenheit. Wenn er vor seinen Kollegen sprechen muss, fühlt er sich nervös, seine Gedanken scheinen zu verschwinden und er findet nicht die richtigen Worte. Diese Unsicherheit belastet ihn sehr, denn er weiß, dass er in seinem Beruf auf klare Kommunikation angewiesen ist. Um seine Probleme zu überwinden, hat sich Tobias entschlossen, intensiv an seiner mündlichen Ausdrucksfähigkeit zu arbeiten. Zuerst suchte er sich einen Sprachpartner, einen Muttersprachler, der ebenfalls Interesse daran hatte, seine eigene Sprache zu verbessern. Sie trafen sich 2-mal pro Woche, um echte Gesprächssituationen zu üben, von informellen Unterhaltungen bis hin zu simulierten Geschäftspräsentationen. Zusätzlich nahm Tobias an einem Online-Kurs teil, der speziell auf das freie Sprechen im beruflichen Kontext ausgerichtet war. Durch regelmäßiges Training und wertvolles Feedback lernte er,
seine Gedanken besser zu strukturieren und sein Vokabular zu erweitern. Heute spricht Tobias in Meetings selbstbewusst, bringt seine Ideen klar zum Ausdruck und hat gelernt, auch in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Geschichte von Anna. Anna ist eine junge Studentin, die an einer großen Universität studiert. Obwohl sie den Stoff hervorragend versteht, schüchtern sie sich jedes Mal, wenn sie in der Vorlesung oder im Seminar das Wort ergreifen soll. Ihre Angst vor Fehlern und die Sorge, von ihren Kommilitonen beurteilt zu werden, hinderten sie lange daran, aktiv am Unterricht teilzunehmen. Eines Tages fasste Anna den Entschluss, etwas zu ändern. Sie begann, jeden Tag vor dem Spiegel zu üben. Sie las Texte laut vor, erzählte kleine Geschichten und versuchte, ihre Stimme aufzunehmen. Anschließend hörte sie sich ihre Aufnahmen an, um ihre Aussprache und Betonung zu verbessern. Anna schloss sich auch einer Studiengruppe an, in der alle Mitglieder offen über ihre Fehler sprachen und sich gegenseitig ermutigten. Der Austausch in dieser unterstützenden Gemeinschaft half ihr, ihre Scheu abzubauen. Außerdem meldete sie sich freiwillig für kleine Präsentationen im Unterricht. Mit jeder Gelegenheit wuchs ihr Selbstvertrauen ein bisschen mehr, bis sie schließlich aktiv und freimütig ihre Meinungen mit ihren Kommilitonen teilte. Geschichte von Lukas. Lukas ist ein junger Mann, der Deutsch liebt, aber oft Schwierigkeiten hat, sich in alltäglichen Situationen flüssig auszudrücken. Obwohl er Filme, Musik und Bücher auf Deutsch genießt, fühlt er sich beim Sprechen unsicher und neigt dazu, sich in langen Pausen zu verlieren. Er wollte seine Sprachkenntnisse in der Praxis verbessern und beschloss, verschiedene Wege auszuprobieren. Zunächst begann Lukas damit, alleine zu üben. Jeden Abend nahm er sich eine halbe Stunde Zeit, um laut zu lesen und Sätze nachzusprechen, die er aus seinen Lieblingsfilmen übernahm. Er benutzte dabei die Technik des Shadowing, indem er die Dialoge seiner Lieblingsschauspieler imitiert. Das machte nicht nur Spaß, sondern half ihm auch, die richtige Betonung und den natürlichen Sprachfluss zu erlernen. Danach entschied er sich, einem lokalen Buchclub beizutreten, in dem über aktuelle Themen und literarische Werke diskutiert wurde. Dort konnte er in entspannter Atmosphäre seine Meinung äußern und sich mit anderen Deutschlernenden austauschen. Mit der Zeit wuchs sein Selbstvertrauen, und Lukas stellte fest, dass er immer flüssiger und spontaner sprach, sowohl im Alltag als auch in formelleren Situationen. Geschichte von Sabine. Sabine arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen, in dem Deutsch die Hauptsprache ist. Obwohl sie in der Lage ist, alle Anweisungen und Informationen zu verstehen, hat sie oft Schwierigkeiten, ihre Gedanken klar und strukturiert zu formulieren, wenn sie an Meetings oder in Kundengesprächen sprechen soll. Diese Hemmung führte dazu, dass sie sich oft im Hintergrund hielt, obwohl sie wertvolle Ideen hatte.
Um ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, nahm Sabine an einem intensiven Konversationskurs teil, der speziell für Berufstätige entwickelt wurde. Dort lernte sie, wie wichtig es ist, sich nicht vor Fehlern zu fürchten, sondern sie als Lernchancen zu begreifen. Außerdem nahm sie an einem Sprachtauschprogramm teil, bei dem sie regelmäßig mit einem Muttersprachler telefonierte und sich gegenseitig beim Erlernen der jeweils anderen Sprache unterstützte. Sabine begann auch, kurze Videos von sich selbst aufzunehmen, in denen sie über verschiedene Alltagsthemen sprach. Durch das wiederholte Anhören dieser Aufnahmen konnte sie ihre Aussprache optimieren und ihre Sprechsicherheit steigern. Heute fühlt sich Sabine viel wohler, wenn sie vor anderen spricht, und sie weiß, dass jede noch so kleine Übung sie ihrem Ziel, fließend Deutsch zu sprechen, näher bringt. Nun nehmen wir uns einen Moment Zeit, um einige wichtige Ausdrücke und Vokabeln zu wiederholen, die euch im Alltag und in Gesprächen helfen können. Wiederholt bitte nach mir. Schwierigkeiten haben, etwas auszudrücken. Beispiel: Ich habe Schwierigkeiten, meine Gedanken klar auszudrücken. Diese Wendung benutzt man, wenn man sich mühsam tut, etwas zu sagen. Selbstvertrauen gewinnen. Beispiel: Durch regelmäßiges Üben gewinne ich mehr Selbstvertrauen. Damit drückt man aus, dass man immer sicherer wird. Sich wohlfühlen. Beispiel: Es ist wichtig, sich beim Sprechen wohlzufühlen. Das bedeutet, sich in einer Situation entspannt und sicher zu fühlen. Keine Angst haben, Fehler zu machen. Beispiel: Hab keine Angst, Fehler zu machen, denn daraus lernt man. Hierbei geht es darum, dass Fehler ein natürlicher Teil des Lernprozesses sind. Constant üben. Beispiel: Konstantes Üben ist der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Ausdruck betont, dass regelmäßige Praxis sehr wichtig ist. Versucht auch, folgende Sätze laut auszusprechen, um eure Aussprache zu verbessern. Jeden Tag übe ich mein Deutsch mit Begeisterung. Das Sprechen auf Deutsch hilft mir, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Ich mache Fehler, aber ich lerne aus jedem Einzelnen. Übung macht den Meister, und ich übe ständig mit Freunden und in Gesprächsrunden. Schreibt diese Ausdrücke auf, wiederholt sie und versucht, sie in eurem Alltag zu verwenden. Je mehr ihr übt, desto natürlicher wird es euch gelingen, fließend und selbstbewusst Deutsch zu sprechen. Schaut euch die Geschichten von Tobias, Anna, Lukas und Sabine an. Jeder von ihnen stand vor ähnlichen Herausforderungen. Doch mit Mut, regelmäßigem Üben und einem unterstützenden Umfeld haben sie es geschafft, ihre Ängste zu überwinden und ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit zu verbessern.
Ihre Erlebnisse zeigen uns, dass es möglich ist, selbst die größten Hürden zu überwinden, wenn man dranbleibt und niemals aufgibt. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bleibt motiviert, übt fleißig und genießt jeden Schritt auf dem Weg zu eurer sprachlichen Freiheit. Ihr schafft das, ich glaube an euch.